Ja, G6R1000 hier im Hintergrund. G6R1000R steht da drüben. Zwei neue G6R von Suzuki, die sich im weiten Züge sehr, sehr ähnlich sind. Lang haben die Suzuki-Fans warten müssen. Ich bin aber der Meinung, dass die neue G6R1000 punktgenau für die Suzuki-Fans gemacht ist. Genau mit dem Maß an Technik, genau mit dem Maß an Leistung. Und ich finde auch genau mit der Optik, wie es die Suzuki-Fans erhofft und sich erträumt haben. Schauen wir uns das einmal im Detail an. Also man hat es vielleicht gerade gesehen, wenn ihr nicht zu sehr abgelenkt war von der Holden Maids da oben drauf. Die G6R1000 ist kompakter, schmaler geworden. Liegt es auch daran natürlich, dass der Motor neu entwickelt worden ist. Er ist jetzt schmäler, er steht aber auch steiler im Chassis drinnen. Dadurch hat man die Möglichkeit gehabt, den Motor näher an die Front zu bringen und dadurch die Chassisgeometrie hat man anpassen können. Man hat jetzt noch ein besseres Gefühl für den Druck aufs Vorderrad, hat gleichzeitig aber hinten bei der Schwinge eine längere Schwinge zustande gebracht und gleichzeitig auch die Wheelbase, also den Radstand länger gebracht. Also das sind Maßnahmen, die lassen schon erahnen, die Maschine hat mehr Power. Zum einen durch mehr Druck aufs Vorderrad bringt man zwar beim Einlenkverhalten immer noch das Handling und das gute Gefühl fürs Vorderrad zustande, auf der anderen Seite ein bisschen längeren Radstand für mehr Stabilität und längere Schwingenlänge für mehr Traktion. Also bei der Chassisgeometrie scheint mal Suzuki die richtigen Schritte gesetzt zu haben. Wenn wir jetzt nicht nur auf die Holde Maid schauen, sondern quasi sich die Verkleidung oder die Kleidung wegdenken, also die Kleidung vom Motorrad natürlich wegdenken. Ne? Schauen wir uns mal den Motor an. Was ist da drinnen? Also Suzuki gibt dann 202 PS, passt einmal, also zu wenig Leistung werden wir nicht haben. Papier ist geduldig. Ich glaube, dass das stimmt, weil die Rahmenbedingungen, wie Suzuki die Hardware neu entwickelt hat, schauen gut aus. Also Suzuki hat im Prinzip den Motor neu gemacht. Die meisten Änderungen oder die größten Revolutionen sind im Zylinderkopf zu finden. Man hat jetzt einen wirklich drehzahlfesten Zylinderkopf mit Schlepphebelsteuerung. Dadurch ist jede einzelne Ventilsteuerung leichter geworden. Also Suzuki jetzt 1000 Umdrehungen pro Minute höhere Drehzahl und da kommt eben oben on top jetzt schöne Spitzenleistung, schöner Batzen Spitzenleistung noch oben dazu. Die Suzuki-Leute haben aber versprochen, dass die Leistung und das Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich auch okay ist. Dafür hat man einige kleine leimende Tricks gemacht, zum Beispiel variable Ventilsteuerung mit einem durchaus interessanten System mit so Fliehkraft-Stahlkügelchen, also mit relativ wenig bewegten Teilen und ohne zusätzliches Gewicht hat man eine simple, aber effektive und auch stufenlos variable Ventilsteuerung hingebracht, die im unteren und mittleren Drehzahlbereich auch noch eine schöne füllige Drehmomentkurve hinbringt. Zusätzlich dazu die Ansaugtrichter sind nicht variabel, sind aber aerodynamisch so gestaltet, dass da der Luftfluss oder der Stream sich je nachdem, ob hohe oder niedrige Drehzahlen sich verändert. Also dieser ganze, dieser ganze Einlassbereich der Maschine ist komplett neu für mehr Spitzenleistung, gleichzeitig aber auch die Suzuki-Tugenden sollen erhalten bleiben, schöner Durchzug aus dem Drehzahlkeller. Soweit einmal zum Motor. Schauen wir uns die Elektronik an. Habe ich gerade mit den Big Bosses von Suzuki ein Interview gehabt, auch mit dem CEO himself. 2 Journalisten waren dort nur vor Ort. Einer davon war ich, wie auch immer das passiert ist. Man hat im Prinzip bei der Elektronik gleich mal Vollgas gegeben und möglich wurde das eigentlich nur, weil Suzuki so ein gutes und starkes und erfolgreiches Engagement in der MotoGP auch hingelegt hat. Das heißt, die G6R verfügt jetzt über eine IMU, wo die ganzen Sensordaten der Maschine gesammelt werden und dann verarbeitet werden und daraus kann man dann die Traktionskontrolle weiterentwickeln. Und anders als viele Hersteller das gemacht haben, hat Suzuki da nicht auf ein Bosch-System aufgebaut, sondern hat das tatsächlich aus dem MotoGP-System herausentwickelt, weil man dort tatsächlich schon so eine gute Systematik hatte, so ein gutes System hatte, das man tatsächlich für ein Serienbike verwenden konnte. Also die Hardware ist zugekauft, die Software von der ganzen Traktionskontrolle, von der ganzen Motorelektronik ist selbst entwickelt. Klarerweise mit Gyrosensorik über 3 Achsen in 6 Richtungen, also am Papier sieht das so aus, als wäre das absolut State of the Art, also kein Billigsdorfer-Teil, sondern das ist Traktionskontrolle, das wird passen. Was ich nicht so schlecht finde, ist, dass Suzuki einen sehr, sehr weiten Regelbereich hat, das heißt Suzuki hat insgesamt 10
Traktionskontrolle Modi verfügbar. Das heißt jetzt nicht, dass die jetzt besser ist wie eine andere, die nur 8 Modi zur Verfügung hat. Aber es hat auf alle Fälle Suzuki auch ermöglicht, mit einem System, mit einer Traktionskontrolle ganz, ganz viele unterschiedliche Kundengruppen auch anzusprechen und unterschiedliche Einsatzbereiche abzudecken. Gibt es einmal diesen Modi von, ich glaube, 1 bis 4, absolute Hardcore-Racer-Bereich, wo man auch gut unterwegs sein muss. Dann gibt es von 4 bis 7 oder 8, glaube ich, ist der Bereich für den normalen Track-Day-Fahrer. Und da gibt es noch ein paar Modi für die Straße oder für Wet-Conditions. Und dadurch hat man auch als Semi-Profi die Möglichkeit, dann noch muss man nicht die Traction Control quasi auf die niedrigste Stufe stellen, sondern kann in den niedrigen Stufen justieren und sich das fein noch anpassen auf die jeweiligen Track Conditions. Finde ich ganz klasse. Jetzt schauen wir uns noch ein paar andere Details an. Hier zum Beispiel auf der G6 1000 ohne R ist kein Schaltassistent mit drauf. Der ist in der G6 1000R mit dabei. Dort allerdings gleich volles Rohr mit Blipper-Funktion, also rauf und runter schalten ohne Kupplung. Finde ich ganz großartig. Hat Suzuki richtig gemacht. Hier keine halben Sachen auch bei dieser Thematik. Und sie haben 2 verschiedene Fahrwerkssysteme. Quasi hier die gewohnte Qualität auf der normalen G6 1000 und Top Quality aus Japan bei der G6 1000R mit den, wie heißen die, BFF-Gabeln sind es, die diese Ausgleichsbehälter vorne haben und auch das Federbein schaut gewaltig aus. Also ich sage mal, das ist vom Qualitätsniveau her sicher über dem, was derzeit Suzuki Serienstandard war, ganz bestimmt. Aber natürlich kann man dann noch toppen, indem man halt dann Aftermarket-Tuning-Teile mit reingibt. Ich glaube aber trotzdem, dass die G6 1000R deutlich schneller fahren kann als der jetzige G6 1000 und dass das Hobby-Track- und Hobby-Track-Day-Fahrer mit dem Motorrad länger glücklich sind und später erst zum Investieren beginnen müssen. Was ist noch interessant? Ja, generell muss ich sagen, dass Suzuki das ganz gut gemacht hat. Sie haben sich nicht verzettelt. Also sie haben die Dinge, die sie können, gut weiterentwickelt. Die haben den Motor mit 202 PS, Elektronik auf MotoGP-Basis, also alles ganz, ganz tolle Schritte. Und sie haben jetzt aber nichts riskiert, sage ich mal, und irgendwo was ganz was Radikales ausprobiert, wie zum Beispiel beim Motor, einen Motor, wie er in der MotoGP verwendet wird, mit einer ungeraden Zündfolge. Das hätte im Serienmotorrad laut Suzuki zu viele Herausforderungen bedeutet. Und Suzuki möchte mit dem Motorrad ja auch Langstrecken-WM wieder fahren, da haben sie eine irrsinnig erfolgreiche Bilanz. Und da wollen sie eher auf konventionellen rein 4-Zylinder setzen und 202 PS, ein schöner Drehmomentverlauf, sprechen ja für sich, dass das keine falsche Entscheidung war. Anderes Thema, wo Suzuki konventionell geblieben ist, möglicherweise für die Suzuki-Fans eine richtige Entscheidung, weil die ja eher die Leute, die eher Puristen waren bisher. Man hat kein elektronisches Fahrwerk, sowohl in der normalen als auch in der R. Andere Hersteller haben in den Top-Versionen teilweise elektronische Fahrwerke drin. Suzuki im Moment 2 verschiedene Fahrwerke zur Auswahl, aber kein elektronisches. Finde ich okay. Suzuki sagt, sie haben sich in der Entwicklung wirklich darauf fokussiert, hier perfekte Traktion abzuliefern. Ein schönes Chassis haben sie hinbekommen und sie sind der Meinung, das auch ohne Elektronik gut im Griff zu haben. Passt, ist eine gute Positionierung am Markt. Das ermöglicht auch attraktive Preisgestaltung. Also es gibt ein erstes Gemunkel, ich möchte mit 2000 Fenster lehnen, weil möglicherweise wird da noch was geändert, aber es wird nicht so schlimm wie bei den anderen Tausendern und dürfte ganz gut passen. Ich lasse nochmal den Blick über die Schönheit schweifen, also über das Motorrad. Ansonsten glaube ich, habe ich jetzt alles ganz gut durch. Ja, das Display springt mir noch ins Gesicht. Kein TFT-Display, aber ein Full-LCD-Display. Auch Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Es ist nicht ganz so sexy wie ein TFT-Display, ist aber einfacher ablesbar und ist günstiger natürlich. Ja. Also bei einigen Details hat Suzuki einen pragmatischen Ansatz gewählt. Ich glaube, in der Gesamtleistung wird es aber passen. Davon überzeugen kann ich mich in einigen Monaten, Anfang Februar, werde ich das Motorrad fahren und dann werde ich euch da genauer berichten können. Tja, Burschen und Burscheninnen, ich habe jetzt eine echte Sensation neben mir stehen. Ein Mann, der die G6 1000 und die G6 1000R schon gefahren ist. Und ich weiß genau, dass er ein unvorstellbar ehrlicher Mensch ist. Er wird jetzt nichts als die nackte Wahrheit berichten über diese Motorräder. Jürgen Blaschke, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV, Weltklasse. Jürgen, ich glaube, die erste Frage, die Suzuki-Fans interessiert ist, wir haben jetzt ein Motorrad mit 202 PS, mit einem komplett neuen Zylinderkopf. Jetzt ist es aber so, dass Suzuki gerade
immer durch diesen schönen, fülligen Drehmomentverlauf gepunktet hat mit dem schönen Durchzug aus den Ecken. Ist das jetzt weg? Nee, ich glaube, das, was jeder weiß oder wofür auch wir bekannt sind oder dafür verstehen, dass wir in der Mitte oder im unteren Bereich schon immer sehr, sehr stark waren, das eigentlich den Charakter unserer Motoren ausgemacht hat, dass wir das immer noch haben in dem neuen Motorrad und einfach obendrauf plus 25 PS gelegt haben. Und das ist eine Wahnsinns-Ingenieursleistung. Also sprich, der Charakter ist immer noch voll da, wir sind immer noch so stark in der Mitte plus Peak Power on top. Da muss ich dazu sagen, der Jürgen ist kein Marketingmann, er ist ein Testfahrer, das heißt, die Chance, dass das die Wahrheit ist, was er sagt, ist relativ hoch. Ja? Ich will dir nichts verkaufen. Aus den Testfahrten hast du sicher auch geile Erfahrungen schon gezogen aus der Traction Control. Es ist ja aus der MotoGP entwickelt. Jetzt will ich aber wissen von dir, wie weit kann man mit der Traktionskontrolle gehen? Das heißt, bis zu welchem Niveau ist es das richtige Produkt und ab wann muss man sagen, na, das ist nicht mehr das richtige Produkt? Okay, klar, wir haben 10 Stufen Traktionskontrolle, also eine wahnsinnig weite Range. Wenn ich dem erfahrenen Durchschnittsfahrer empfehlen würde, mit 5 anzufangen, in der Mitte oder mit 6, dann ist es eine gute Basis für gute Straßenverhältnisse auf der Straße. Aber ich habe eine weite Möglichkeit, nach unten, nach oben zu gehen. Ich kann also im Regen runtergehen auf 9 oder 10, regel es eben dementsprechend früh. Und ich habe eine Wahnsinnsreserve oben raus auf der Rennstrecke. Bei 3, 2, 1 wird es also richtig interessant und bis fast, also ganz minimaler Eingriff des Systems. Und glaubst du, werden Rennteams, die auf nationaler Ebene Rennsport betreiben, mit dem System fahren oder werden die dann erst wieder was anderes verwenden? Also von meiner Seite aus ist dieses System auch absolut zu gebrauchen im Rennsport und kein Gimmick für die Straße, sondern es funktioniert richtig gut. Was auch schön ist, was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir ein ganz, ganz transparentes Feedback hatten vom System, dass man es wirklich spürt und dass es einfach ein ganz, ganz tolles Trust-Gefühl auch gibt. Ja, der Testfahrer von Suzuki ist scheinbar irrsinnig geil auf die G6, genauso wie wir. Letzte Frage. Es ist ja die Chassisgeometrie doch deutlich verändert worden. Der Motor hängt anders drin, längerer Radstand und so weiter. Wenn man jetzt ein alteingesessener G6R-Fan ist, wie muss man sich da jetzt umstellen? Wie radikal anders ist das jetzt? Klar habe ich die alte gemocht oder das aktuelle Fahrzeug mag ich natürlich, aber es ist nichts auf dem alten geblieben, ist komplett neu und gerade im Fahrwerk, nicht nur Motor, von dem wir es eben hatten, auch Fahrwerk ist komplett neue Richtung. Ich kann es eigentlich nur mit scharf bezeichnen. Fährt wirklich dahin, wo du hinguckst. Ganz, ganz zielgenau, aber unheimlich leicht, wirklich scharf. Okay, jetzt, aber was ist dann mit der Stabilität? Die Maschine geht ja dann an die 300. Wie habt ihr das in den Griff bekommen? Das passt, das ist ein super Kompromiss, genau gefunden. Also es ist stabil genug und perfekte Handlichkeit da. Gut, wir werden das überprüfen im Februar. Ich glaube, Phillip Island werden wir das testen. Dass wir zusammen da fahren werden. Ich freue mich, wenn wir uns sehen, Nils. Gut, danke. Tschüss. Nehmen wir jetzt der Gerald Steinmann. Da müssen wir jetzt aufpassen. Er ist Marketingmanager bei Suzuki, also kein Testfahrer wie vorhin. Aber ich kenne Gerald schon länger. Gerald auch ein ehrlicher Typ normalerweise. Du wirst uns jetzt nicht zu viel Blabla erzählen. Na Gerald, ich glaube, es ist ja heuer ein ganz besonderes Jahr. Ein irrsinnig sympathischer Auftritt von Suzuki in der MotoGP, eine gewaltige Erfolgsgeschichte in der Langstreckenwägen und jetzt on top die G6 1000. Also ich glaube, Suzuki ist mehr als zurück in dem sportlichen Segment, oder? Ja, hier haben wir das Resultat, das für uns halt ganz wichtig ist, wenn wir sagen, wir sind im Racing und im Rennsport aktiv, machen wir das aus einem besonderen Grund, dass wir einen Technologietransfer haben von den Rennserien in die, wir sagen Mass Production, also in die Serie, die kaufbar ist für dich und für mich. Das ist der erste Grund, warum wir Racing machen. Letzten Endes können wir jetzt aber auch sagen, das, was hier steht, ist das Resultat aus den ganzen Aktivitäten, die wir haben, im Speziellen natürlich von der Langstrecke und vom MotoGP-Team. Wenn ich es beschreiben würde mit meinen eigenen Worten, würde ich sagen, die klassischen G6R-Eigenschaften, nämlich Qualität, Standvermögen, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit, auf dem Top-Level, wenn der Motor richtig, richtig ausgequetscht wird, ganz, ganz locker gesprochen, haben wir beim Langstreckenteam bewiesen. Und dort holen sich die Ingenieure genau die Informationen raus, die sie da brauchen. Wenn wir glücklicherweise sagen, MotoGP haben wir unser erstes Podium jetzt geholt in England mit dem Maverick, das ist Zukunftsentwicklung, das ist Innovation, das ist alles, was jetzt momentan up-to-date an Technologie ist. Das zieht man sich primär natürlich dann aus der MotoGP raus. Und wenn wir das zusammennehmen, kommt letzten Endes für uns das beste Match raus, die beste Balance, klassische Eigenschaften von der G6R, up-to-date Technologie
Und ich bin mir ziemlich sicher und ich drücke uns alle Daumen, dass ihr das auch genauso erfahrt, dass das Motorrad sehr, 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 sehr gut gelungen ist. Für uns ist jetzt natürlich auch wichtig, die wichtigste Frage, neben dem Preis, den du uns noch nicht verraten wirst, hast du schon angekündigt. Ab wann kann man die GSX-R im Schauraum des Händlers abschlecken, belecken, bestaunen, besteigen? Ja, abschlecken, belecken und besteigen hoffe ich, dass das alles so hinhaut, wie wir uns das planen. Dann, wenn in Deutschland der Schnee weg ist, und ich denke, das sollte dann so irgendwann Ende März, Anfang April sein, das sollte das Motorrad spätestens da sein. Und dann freuen wir uns darauf und auf den Februar, wenn ich sie fahren werde. Gerald, alles Gute und viel Erfolg mit dem Motorrad. Merci, danke.